unverhofft kommt oft. Jetzt pass mal auf. Das sollte jetzt noch gar keine... Ich wollte noch gar nichts moderieren. Ich wollte hier eigentlich nur zeigen, wo wir hier sind. Und ich habe gar nicht gewusst, dass es den Zugangsbereich noch gibt. Das ist mir komplett entgangen. Das ist ja total interessant. Da bin ich jetzt, also es gibt weitaus mehr Struktur. Naja, was heißt weitaus? Es gibt auf jeden Fall mehr Struktur, als ich gedacht hätte. Ja, und um euch da jetzt nicht dumm stehen zu lassen, das ist ja klasse hier. Also was genau das ist, entzieht sich auch meiner Kenntnis, aber es sieht total spannend aus. Und hier haben wir die Hauptzufahrt. Und hier vorne geht es dann drauf. Und damit wir nicht ganz dumm sterben, habe ich auch geschaut, wo wir hier sind. Und wir sind hier im Munitionsdepot Kierlach. Und das Ganze hatte laut der Datenbank Bestand vom 15.12.61 bis zum 31.03.2001. Ja, und mit dieser eher unüblichen Eröffnungssequenz eines meiner Videos heiße ich euch herzlich willkommen zu einem neuen Joshua und Dexter Video. Ihr habt es ja schon in der Anmoderation gehört, wir befinden uns heute im ehemaligen Munitionsdepot Kierlach. Ich habe dazu noch ein paar weitere Informationen hier auch schon mal im Vorfeld. Vielen, vielen Dank an den lieben Manfred von relikte.com. Ich verlese das mal eben kurz so. Es handelt sich hierbei um das Munitionsdepot Kierlach. Das war dem Versorgungskommando 860 in Germersheim unterstellt. Und wir sprechen hier vom sogenannten Territorialheer. Stand 1989 war das ganze Ding besetzt mit 15 Soldaten und 67 Zivilisten. Ich habe jetzt hier allerdings noch einen Zeitungsartikel auch gefunden. Da ist dann wahrscheinlich ein etwas späterer Stand nochmal genannt, wie viele Leute da tätig waren. Und hier spricht man von bis zu 20 Soldaten, 4 Beamten, 32 Angestellten und 141 Arbeitern. Und das Ganze hat wohl die Stadtarchivarin von der Gemeinde Waaghäusel ihren Unterlagen entnehmen können. Ja, ihr seht hier erstmal in der Totalen ein Luftbild von 2000. Ihr seht in dem oberen Bereich, ich markiere euch das wieder alles mit Pfeilen, das eigentliche, oder sagen wir mal das Kernstück des Munitionsdepots, da standen die Munitionslagerhäuser. Dann seht ihr im südwestlichen Bereich und auch allgemein unterhalb oder im südlichen Bereich seht ihr noch verschiedene Gebäude. Das waren noch irgendwelche Munitionsarbeitshäuser und irgendwelche Schuppen. Wie genau das jetzt sich darstellte, vermag ich hier nicht mehr zu sagen. Da steht auch nichts mehr. Das ist also ebenfalls wie der Rest des Geländes eigentlich sehr abgeräumt. Was jetzt allerdings hier auf dem Luftbild noch von Interesse ist, was man gut erkennen kann, das ist unten rechts in dem Bereich, also da sprechen wir vom südöstlichen Bereich, da sehen wir noch diverse Gebäude und das waren eben diese ganzen Verwaltungsgebäude und so weiter, wo auch letzten Endes die Leute tätig waren oder ein Großteil der Leute auch tätig waren, die ich da vorhin verlesen hatte. Und dazu blende ich euch jetzt mal eben noch eine etwas bessere Detailaufnahme ein. Jo, dann haben wir hier nochmal beziehungsweise den südöstlichen Bereich, diesen Verwaltungsbereich des eigentlichen Munitionsdepots. Und hier gilt es jetzt nochmal eben kurz zu erläutern, wo ich mich befinde. Das heißt, ich war dort in der irrigen Annahme, dass ich an der Hauptzufahrt des Munitionsdepots war. Das ist so nicht richtig. Die Hauptzufahrt war letzten Endes ja wahrscheinlich eher hier, wo ich den Pfeil setze. Da muss auch die Hauptwache gewesen sein, denn in dem Bereich dahinter war ja nun mal eben schon das Munitionsdepot. Und der Bereich, in dem ich mich befinde, der war dann eben noch einmal intern quasi gesichert. Wir hatten da irgendwie ein Gebäude,
Ja, das war vielleicht eher so ein kleines Kontrollhäuschen nochmal, also auf jeden Fall war das nicht die reguläre Wache für diesen Bereich. Es kann sich hierbei auch um ein sogenanntes Lagerbürogebäude gehandelt haben. Das ist jetzt natürlich von der Namensgebung her für mich nicht eindeutig, wie das Ding mal genannt wurde oder wie das hieß. Ich wollte nur eben klarstellen, das war da, wo ich mich da befinde. Den Bereich markiere ich euch da auch ungefähr. War eben dann nicht die Hauptzufahrt. So, da haben wir diesen Bereich. Dieser Bereich hier, der steht auch heute noch, beziehungsweise wurde dann durch entsprechende An- und Umbauten nochmal erweitert. Da sind dann irgendwelche Firmen drin. Das kann man sich bei Google Maps auch gerne angucken. Ich habe die ganzen Sachen jetzt hier bei dem Foto ausgeblendet, weil was nützt mir das, wenn da irgendwo jetzt steht, dass da irgendwo ein Zahnarzt oder sonst irgendwas drin ist. Wir wollen das ja hier so letzten Endes lieber darstellen, wie es dann auch mal war. Ja, jetzt gerade habe ich dazu erstmal nichts weiter zu sagen. Wir gehen jetzt wieder zurück in die Liegenschaft und werden mal schauen, was uns da noch so Schönes erwartet. Ja, und hier ist das kleine Wachgebäude, was man dafür aufgestellt hat. Es gibt auch noch einen Literaturlink zu waghäusel.de. Das ist hier ein Ort, der hier ganz in der Nähe liegt. Das werde ich euch da gleich noch, beziehungsweise das packe ich euch noch in die Videobeschreibung rein. Und ja, da bleibt mir ja nicht mehr viel zu sagen, außer dass ich euch da mit diesen ersten Eindrücken aus der Luft gegriffenem, völlig unvorbereiteten Geschwafel herzlich willkommen heißen zu einem neuen Joscha und Dexter Video. Wir schauen uns jetzt eben die Überreste an, die es hier von diesem Munitionsdepot noch zu bestaunen gibt. Und ja, uns fällt dann eben auf, wenn wir hier vom Eingangsbereich dann wegkommen. Da vorne haben wir schon direkt diese Saugstelle, die ich euch vorhin schon gefilmt habe und ich dann plötzlich überrascht war, dass hier die Zufahrt ist. Der Rest ist bereits entsiegelt. Ihr seht, da vorne ist noch gepflastert, da in die Richtung ab und hier ist das schon nicht mehr. Wir sind hier auf der Geraden, die uns direkt in das Munitionsdepot führt. Und ich schaue euch gleich wieder dazu, wenn wir dann da sind. Ja, nur eben eins noch vorweg. Ich habe da gestern Abend schon mal so ein bisschen geguckt auf Google Earth, wie sich das hier über die Jahre verändert hat. Wir werden natürlich auch mit diesen Einblendungen da arbeiten. Euch mal zeigen, wie sah es früher aus, wie sieht es im Endeffekt dann jetzt aus. Ich war gestern auch bei dem SAS in Philipsburg und auf dem Gelände, ja, da war ich etwas, wie soll ich sagen, ich war etwas angespannt aufgrund der Hitzesituation, auch mit dem Hund. Und manchmal ist man dann auch nicht so ganz bei sich und kann sich nicht völlig konzentrieren. In dem Video werden bestimmt noch ein paar kleine Korrekturen stattgefunden haben. Ihr werdet das auch schon gesehen haben, weil es in der Chronologie natürlich zuerst gekommen ist. Und da habe ich gestern halt auch noch mal geguckt bei Google Earth. Und siehe da, es war doch sehr erhellend, was man da noch gefunden hat über das Gelände. Und ja, ihr habt das Video ja bereits gesehen, dass ich da nachher noch einiges mehr zutage befördert habe, als das Gelände es dann eben hergab. Hier verspreche ich mir Ähnliches, wobei auf der Geländemodell habe ich gesehen, dass wir hier auf jeden Fall die eine oder andere Struktur noch haben, aber natürlich auch gesehen, wie viel ist hier schon weggekommen. Gut, wir gehen jetzt weiter. Wir sind immer noch halt auf der Geraden zum Depot und ich melde mich dann gleich wieder. Hurra, hurra, wir haben etwas Struktur vorgefunden. Ja, diese Struktur hat man natürlich auch lieber nicht bereinigt, weil es nun mal hier die Brücke ist, die hier eben entsprechend zu dem Depot hinführt. Diese Brücke hat auch einen Google Maps Eintrag, da wird die Muni-Brücke genannt. Ja, Muni-Brücke, das ist natürlich irgend so eine Bezeichnung. Die hat, ja, die ist also jetzt weder irgendwie wissenschaftlich noch sonst irgendetwas. Und ich möchte noch mal eben kurz gucken, wo die drüber herführt. Da war ich jetzt auch ein bisschen schlecht vorbereitet.
das ist wohl, so wie ich das sehe, der Duttlacher Graben, der hier unten drunter her verläuft. Das ist dann dieses kleine Rinnsal. Na, das ist ganz so klein ist es nicht. Ich denke, wenn wir hier, ihr seht es ja auch, der Wasserstand ist auch schon mal bis da vorne hin. Also da kommt doch schon mal ein bisschen was durch. Natürlich wahrscheinlich eben nicht im Hochsommer. Wir haben auch heute wieder Temperaturen angesagt von irgendwie 35 Grad. Das ist, ja, man muss eben die Gunst der frühen Stunde nutzen, dass man hier sich nur einigermaßen mit dem Hund bewegen kann. Das war auf jeden Fall jetzt das erste Ding, was ich euch zeigen wollte. Die in Anführungsstrichen Muni-Brücke. Letzten Endes ist es ja nur eine Brücke, ne, die eben über diesen Graben drüber herführt, dass man in den Hauptteil des Depots kommt. Und der liegt hier geradeaus vor uns. Da gehen wir hin und gleich schalte ich euch wieder dazu. Aus der Richtung kommen wir. Hier geht ein Weg links ab und geradeaus. Und in dem hier zu sehenden Bereich, da standen die Munitionslagerhäuser. Da gucken wir jetzt mal, was uns da noch offenbart wird. Ich kann es euch schon verraten, es ist nicht viel, aber es ist noch was. Was ich immer auch richtig dämlich finde an diesem Rückbau und an diesem Entsiegeln, das ist halt auch dieser Rückbau der Straßen, dass man halt unbedingt hier sowas aufbringen muss, ist halt nicht mehr wirklich irgendwie schön. Es hat halt kein Flair mehr. Ne? Also es wäre natürlich schon schöner, wenn wir hier den Originalbelag hätten. In dem Fall weiß ich jetzt gar nicht, ob das gepflastert war, also ob das von der Wache aus bis hier hinten alles komplett durchgepflastert war oder ob wir hier Asphalt hatten. Da muss man dann noch mal schauen, ob man irgendwo eine Information zu bekommt. Ist jetzt aber auch letzten Endes nicht so wichtig. Es geht halt um die Eindrücke, die man so hat. Und die sind dann eben dadurch wirklich vollkommen verschwunden. Und ich muss auch sagen, es sieht auch meist nicht gut aus. Ne? Das ist hier nichts, was das Auge anspricht. Eine Blindschleiche. Ja, das ist auch so eine Sache. Die Blindschleiche, das habe ich auch festgestellt. Das ist auch ein schwieriges Thema. Die stellen sich dann tot und dann liegen sie da und warten darauf, dass das nächste Auto kommt und sie überfährt. Hier natürlich nicht, aber auf kleineren Straßen natürlich schon. Das habe ich alles schon beobachten dürfen. Also nicht, dass sie dann überfahren wurde. Ich habe mich da mal in der Nähe aufgehalten, habe mal gewartet und nach über 3 Minuten hat sich diese Blindschleiche immer noch nicht bewegt. Sie lag da immer noch. Und dann habe ich sie einmal kurz angestupst und dann ging die ab wie Rakete. Das ist jetzt natürlich mit der Liegenschaft hier nichts zu tun. Was könnte das gewesen sein? Es ist auf der Karte verzeichnet, es steht drauf Feuerlöschteich. Und dieser Feuerlöschteich, der wird eben zu Zeiten der Bundeswehr ebenfalls genau an dieser Ort und Stelle gewesen sein. Dann haben wir hier noch Braunbär. Keine Ahnung. Wir gehen hier mal schnell weiter. Gehen hier wieder raus. Und sehen zu. Also wo das hier ist alles, das zeige ich euch natürlich auf der Karte. Das wird ja alles markiert. Wir nehmen da auch ein schönes älteres Modell, damit man auch auf der Karte überhaupt noch was sehen kann. Eine Luftaufnahme jetzt von 2024, das gibt leider nicht mehr viel her. So, die Blindschleiche, die liegt da immer noch. Die lassen wir auch in Ruhe. Und wir gehen jetzt hier in diese Bunkerschleife rein. Und die gehen wir mal bis zum Ende durch. Und dann schalte ich euch wieder dazu. Aber vorher gibt es auch nichts zu sehen. Ja, jetzt habe ich mich gerade hier auf der Karte völlig fehlorientiert. Wir sind hier auf einem ganz anderen Weg. Wir müssen nämlich auf die Seite, auf den Weg. Aber das macht nichts. Dann gehen wir da vorne geradeaus, gehen nach rechts und wieder nach rechts. Und dann sind wir da. Ich wollte nur eben sagen, hier links, beziehungsweise jetzt rechts, da standen halt früher überall
Munitionslagerhäuser. Wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Was ich hier interessant finde, ist, dass hier so ein kleiner Zaun mitten im Gelände steht. Der ist jetzt nicht militärisch, der hat also eigentlich so keine Sicherungsfunktion in dem Sinne, weil den kann man recht schnell überwinden, sag ich mal. Da ist auch kein Estrad irgendwo. Das entzieht sich jetzt halt auch meiner Kenntnis, ob das in irgendeiner Weise noch von der ehemaligen Struktur ein Übrigbleibsel ist, dass man hier das schon damals so abgesperrt hatte oder ob das später gebaut wurde. Ich könnte mir schon eher vorstellen, dass das hier später gebaut wurde. Aus Gründen, wie man so schön sagt in der heutigen Zeit. Man hat ja auch eine ganze Zeit lang tatsächlich gesagt, auf den Zug bin ich zum Glück nicht aufgesprungen. Wir bewegen uns jetzt aber mal hier um diese Schleife und vielleicht bekommen wir auch schon eine Antwort auf den Zaun. Oh, hier gibt es auf jeden Fall etwas festzuhalten. Und zwar haben wir hier noch, bleib mal da, haben wir hier noch alte Zaunstruktur. Das ist ja natürlich, guck mal an. Hier ist noch der Original Außenzaun. Den hat man da noch. Und dieses Teil, ich würde jetzt schon sagen, das haben sie da halt später dazu gemacht. Das ist auch von der Farbe her noch sehr viel erhaltener. Wir werden mal schauen, aus welchen Gründen. So, sonst ist hier von dem Zaun auch nichts erhalten, von dem Außenzaun. Das ist ganz interessant. Deswegen hat man den Außenzaun da auch stehen lassen, weil man nämlich da dann nicht auch noch diesen kleinen nachgenutzten Zaun, der nachträglich hingekommen ist, hat hinziehen müssen. Also hat man den schon mal wohlweislich dort stehen lassen. Ich habe schon eine Idee. Gucken wir mal, ob sie das bestätigen wird. Da vorne kommen wir her. Jetzt sind wir hier bei dieser Rechtsabbiegung, wo ich gesagt hatte, da müssen wir rechts. Hier ist natürlich sehr schön zu sehen, dass wir hier wieder die alte Struktur haben. Hier haben wir das Pflaster. Ich nehme jetzt auch an, dass das gesamte Depot gepflastert war. Und ja, jetzt kommt's. Jetzt kommt's. Hier hat man ja richtig was. Hier hat man ja richtig was Tolles gemacht. Jetzt weiß ich auch eben, warum dieser Zaun da ist. Ich hatte das jetzt so nicht vermutet, wie es sich darstellt. Ich war der festen Annahme, dass man hier diese Munitionslagerhäuser, die hier noch stehen, das sind 4 Stück an der Zahl, dass man die begehen kann und dass man das also nicht begehen kann, aber dass man sich das anschauen kann. Tja, wir haben einen Schlüsseltresor. Die Nummer ist mir nicht bekannt. Hier ist forstwirtschaftliches Gerät untergestellt. Das ist natürlich gerne mal so genommen. Das hatten wir im Vorfeld der Recherche auch schon vermutet. Ja, da hinten seht ihr dann eines dieser Munitionslagerhäuser, die jetzt hier der Forstwirtschaft entsprechend vorbehalten sind, die man sich dann leider nicht anschauen kann. Und das ist wirklich ein sehr enttäuschendes Ergebnis, muss ich sagen. Das finde ich überhaupt nicht cool. Und wir können jetzt hier einfach nur unverrichteter Dinge zurückgehen. Was wir natürlich auch machen werden. Ich werde jetzt wohl kaum den Zaun da überwinden. Sehr schade. Die Bauart ist allerdings dieselbe wie die ihr bei dem SAS, das ist ja in Philipsburg gesehen habt. Was sich herausstellen wird, dass diese Bunker, die wir da gesehen haben, ja gar nicht zum SAS selber gehören. Aber das steht jetzt auf einem anderen Blatt Papier. So, hier haben wir noch 2 so Kanalschächte. Toll, also richtig, richtig toll, was hier mit diesem Munitionsdepot passiert ist. Ich kann da nur zu gratulieren. Wahnsinn. So, ich muss mich beruhigen. Bis gleich. Ja, da es heute nicht mehr spannender wird, mache ich jetzt mal eben die Abmoderation. Ich frage mich halt immer bei solchen Sachen, wo liegt jetzt wirklich der Sinn, also auch der ökologische Sinn, das Ganze hier zurückzubauen und zu entsiegeln. Also ich möchte nur mal in den Raum werfen, wie viel
Sprit wurde hier verbraucht durch LKWs, die das Ganze abgefahren haben. Wie oft sind hier überhaupt LKWs gefahren? Das sind wahrscheinlich tausende Male gewesen. Und dann auch der gesamte CO2-Ausstoß, Spritverbrauch der Bagger, die hier aktiv waren. Wofür? Also, dass das in irgendeiner Weise hier für das, was wir hier sehen, irgendeinen Vorteil bringt, das kann mir keiner erzählen. Kann man mir nicht erzählen. Die Moonlagerhäuser sind alle begrünt, da wächst überall was drauf zwischen den Moonlagerhäusern. Hat sich mit Sicherheit genauso eine Artenvielfalt entwickelt, wie sie sich jetzt hier in diesem Brachland entwickeln wird oder wie immer noch beständig ist. Erzählt mir nichts. Erzählt mir nichts. Das ist absoluter Bullshit in meinen Augen. Und dann allgemein hier auch so der Umgang mit Geschichte, mit der Erinnerungskultur. Hier ist wirklich gar nichts. Ne? Anstatt dass man wenigstens mal 1, 2 von den Moonlagerhäusern stehen lässt. Ja, da war ja in Philipsburg, war das ja da. Das war auch schon scheiße. Aber das war ja dagegen, war das ja vorbildlich gegenüber dem, was hier passiert ist. Katastrophe, finde ich richtig, richtig schlecht, sowas. Und ja, bevor ich mich jetzt hier noch weiter aufrege, ich hoffe, die Eindrücke hier in dem Video haben euch ebenfalls genauso wenig gut gefallen wie mir. Bis auf die Wache. Das war dann so gesehen das Highlight. Ja, das hätte ich nämlich nicht gedacht, dass die da ist. Die haben wir dann gesehen. Aber die Moonlagerhäuser, von denen ich absolut sicher war, dass wir uns die angucken können, wenigstens von außen, die haben wir eben nicht gesehen. Ansonsten schreibt natürlich gerne etwas Zielführendes in die Kommentare. Ihr dürft auch gerne ein Abo da lassen oder meine Arbeit hier mit einer Kanalmitgliedschaft oder PayPal-Spende unterstützen. Und ja, wir sind jetzt wieder an der Muni-Brücke und verlassen das Gelände. Ich wünsche euch alles Gute. Bis die Tage.